So, hallo meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle hergefunden haben. Manche hatten auch eine lange Anreise, aber haben es geschafft, glücklicherweise pünktlich. Ich begrüße Sie heute zu unserer Pressekonferenz. Dieses Mal geht es um alles, was am zweiten Wochenende stattfindet und alles, was dort geboten ist. Ich begrüße Guido von Vacano, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart, Otto Leifritz, Präsident des Baden-Württembergischen Golfverbandes, Markus Spettel, Geschäftsführer Kur und Bäder GmbH Bad Dürheim. Und im Publikum sitzt noch Beate Broske, die Projektleiterin Biohacking Bad Dürheim. Und Monika Richter, Marketingchefin Extra Divers Worldwide vom Veranstalter Interdive. Und Jürgen Heffner, Geschäftsführer und Veranstalter der Gleitschirm- und Drachenmesse Thermik. Wir würden gleich beginnen. Herr von Vacano, Sie dürfen als Hausherr beginnen. Welche Spezialmessen erwarten uns denn jetzt ab Donnerstag hier auf der CMT? Ich glaube, es geht. Super, jetzt geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten ja einen fantastischen Start und das ist etwas, was uns ganz besonders stolz gemacht hat. Und was Sie jetzt hier auf der Bühne sehen, ist eigentlich so ein super Beispiel für das, was wir uns vorgenommen haben während der Pandemie. Wir haben uns vorgenommen, natürlich wieder da zu sein, relativ schnell, also als dann 2020 wir, ich glaube im März, unsere Hallen schließen mussten, war für uns klar, wir sind 21 wieder da. Als wir 21 nicht machen durften, war für uns klar, wir sind 22 wieder da. Jetzt sind wir 23 und wir sind wieder da, das ist richtig gut. Das Besondere an der CMT ist, dass sie nicht einfach wieder da ist, sie ist nicht einfach wiederholt, sondern wir haben ganz, ganz viel Neues geschaffen. Wir haben neue Veranstaltungsformate, wir haben ein neues Fachprogramm und wir haben Altes und Neues kombiniert. Und ja, das Schöne ist bei der CMT, dass das Beste am Schluss kommt, nämlich am zweiten Wochenende. Und da kommt zum einen Bewährtes, da freue ich mich ganz besonders, dass ich den Otto Leifritz hier begrüßen darf, vom Baden-Württembergischen Golfverband, ein ganz, ganz treuer Partner von uns, und den Jürgen Heffner von der Thermikmesse. Ich darf Ihnen sagen, dass diese Partnerschaften natürlich immer wichtig sind, aber wenn es mal nicht läuft, dann ist es noch wichtiger, dass man sich anrufen kann, dass man weiß, dass der andere die Wahrheit spricht und dass man ja, vielleicht auch Sorgen gemeinsam teilen kann. Ich freue mich sehr, dass ihr beide wieder mit dabei seid und eure Themen ja nachher noch viel besser vorstellen könnt, als ich das könnte. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir eben auch neue Partner dabei haben. Deshalb, Frau Richter, schön, die Interdive, das Thema Tauchen, ja, das passt richtig gut. Es ist toll, dass wir das bei der CMT präsentieren dürfen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir das Thema Biohacking dann hier haben, auch da. Deshalb herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, habe ich jetzt schon einen Rundumblick gemacht oder Rundumschlag? Ja, passt? War wunderbar. Also gut, super. Können Sie uns vielleicht noch kurz ein bisschen mehr zur Kreuzfahrt- und Schiffreisen erzählen? Die findet ja auch dann ab Donnerstag statt. Ja, ist immer die Messe, wo ich gucken muss, dass meine Frau nicht mitkommt, weil das ist ja eine Veranstaltung. Wir haben ja in allen Hallen oder in den Tourismushallen viele, viele Angebote, und auch das Thema Kreuzfahrt- und Schiffsreisen findet ja auch in der Halle 4 statt, zum Beispiel mit AIDA, die dann sich 9 Tage präsentieren. Aber auf der Kreuzfahrt- und Schiffsreisen haben wir dann eben nochmal 4 Tage komprimiert, wirklich ganz, ganz tolle Anbieter, aber insbesondere eben auch ein ganz, ganz tolles Bühnenprogramm. Also wo man wirklich einfach, ja, wir sagen ja immer, mach Urlaub auf der CMT, bereite deinen Urlaub vor auf der CMT, und das ist insbesondere bei der Kreuzfahrt- und Schiffsreisen toll möglich. Wir haben den Herrn Baumann da, den Christian Baumann, der tolle Vorträge macht, aber wir haben insbesondere eben auch unsere Aussteller, die ihre Schiffe und ihre Schiffsreisen bei uns vorstellen. Das ja, ist eine besondere Ausstellung, es geht um Kreuzfahrten und um
Fluss reisen. Und ja, also wer das vorhat oder noch nicht vorhat, der ist da in der Halle 9 an den 4 Tagen genau richtig. Super, vielen Dank für den Einblick. Herr Leibfritz, wir würden da mit Ihnen weitermachen. Sie sind Präsident des Baden-Württembergischen Golfverbandes und haben die Branche natürlich bestens im Blick. Können Sie uns sagen, wie es dem Golfsport in der Pandemie ergangen ist und wie es ihm jetzt geht? Ja, sehr gerne. Also unsere letzte Messe war 2020 und dann wurde ja von der Politik alles abgeblockt. Ich habe vorher unseren Geschäftsführer gefragt, wie lange sind wir eigentlich dabei als Golfverband? Also das ging ja schon auf dem Killesberg los mit ganz beengt und ganz klein und ab 2008 hier mit diesem tollen Messegelände konnten wir natürlich auch unsere Mitglieder überzeugen, hier zu sein. Zurück zur Pandemie. Ja, natürlich, wir waren alle sehr frustriert, nachdem wir nicht mehr Golf spielen durften. Aber das waren nicht nur wir, sondern alle anderen Sportarten auch. Nur wir hatten insgesamt ein Privileg. Wir bewegen uns auf 60 bis 100 Hektar Fläche. Der Golfspieler muss sowieso Abstand halten. Und das habe ich immer wieder Herrn Kretschmann und dem Umweltministerium per Schreiben zugeschickt. Mensch, wir können doch draußen Golf spielen, wir stören doch nicht. Die Pandemie hat uns allerdings aber auch im positiven Sinne geholfen. Wir hatten einen Zuwachs im Golfsport in ganz Deutschland und auch in Baden-Württemberg von 5,1%. Normalerweise hatten wir einen Zuwachs von knapp 1% und ab da ging richtig die Post ab, weil die Leute wollten sich tatsächlich im Freien bewegen. Und wir hatten also nicht nur die Best Agers da, sondern natürlich auch viele junge Leute, die eben in der Zeit nicht Fußball spielen konnten oder keinen Hallensport betreiben konnten. Also Tatsache ist, uns kam die Pandemie in Anführungsstrichen. Wir hatten keine Nachteile in dem Sinn, was die Mitglieder angeht. Natürlich aber hatten wir große Einschränkungen. Wir durften erst nur zu zweit spielen. Die Golfclubs mussten extreme Auflagen durchziehen. Die Sanitärräume waren geschlossen, die Clubhäuser und so weiter. Aber insgesamt also wirklich eine gute Situation. Der Mitgliederzuwachs hat sich inzwischen eingependelt auf ca. 1,5%. Natürlich auch bedingt durch die ganze Situation der Kosten, die inzwischen auf die 101 Golfanlagen in Baden-Württemberg zugekommen sind. Wir haben Energiekosten, dass es knallt, das Greenkeeping mit den Betriebsstoffen. Also das sind alles Dinge, die uns beschäftigen. Insgesamt können wir nur sagen, wir sind froh, wieder dabei zu sein. Wir sind happy, dass es weitergeht. Wir haben alle unsere Clubs angeschrieben. Wir haben 13 Aussteller hier, inklusive 2 Ausstellern aus der Türkei. Die sagten, Otter, das ist die einzige Messe, wo wir hingehen. Und das ist die beste Messe, die wir überhaupt kennen. Das muss man auch mal sehen. Wir werden natürlich auch über die 4 Messetage Action bieten mit einem Messetriathlon. Das heißt, wir wollen die Besucher beschäftigen, ob sie jetzt Golferinnen sind oder Golfer oder Jugendliche mit Patten, Chippen und so weiter. Also es wird viel Action geboten. Jetzt hat der Golfverband ja vor 3 Jahren das Projekt Lebensraum Golfplatz ins Leben gerufen. Was kann man sich darunter vorstellen und können Sie schon Bilanz ziehen? Ja, Lebensraum Golfplatz, was heißt das? Das wurde ja von der Bevölkerung sehr geschätzt, Sport im Freien zu betreiben. Und wir haben gesagt, auf 60 oder 100 Hektar Fläche
haben wir Blühwiesen. Nur 40% einer Golffläche ist für den Spielbetrieb. Alles andere sind Blühwiesen, sind Hecken, sind Biotope und so weiter. Und da haben wir gesagt, wir sind eigentlich privilegiert als Sportart, der Natur entgegenzukommen. Viele Clubs, und zwar von unseren 100 Clubs, haben sich 64 bereit erklärt, mit uns Umweltschutzmaßnahmen, Lebensraum, Golfplatz zu fördern. Wir haben das Projekt deutschlandweit einmalig in 2019 gestartet. Von Baden-Württemberg aus haben wir das Ganze in die Politik nach Berlin getragen. Wir haben viele andere Landesgolfverbände überzeugt und heute sind wir diejenigen, die sagen können, mit 3 Experten zusammen, wir tun was für Biodiversität auf Golfplätzen, angefangen von Totholzhaufen, Nistkästen aufhängen und. Also das ist ein sehr wichtiges Thema. Wo ich 2009 den Job übernommen habe, ging es nur um den Sport. Heute haben wir 50% Sport, 50% Themen, Umwelt, Energie und. Also wir sind sehr stark damit eingebunden. Sie sagen es schon, Nachhaltigkeit und Umwelt ist wichtig. Was muss man sich unter dem Zertifikat Golf und Natur vorstellen und wie wichtig ist dieses? Das Zertifikat heißt, unsere 3 Herren, das sind alles hochstudierte Leute, die kommen von Hohenheim, Professor Martin Elsässer, Gunnar Hart und Hubert Kleiner, die fahren auf die Golfplätze raus, die beraten die Golfanlagen, wie musst du mit dem Biotop umgehen, mäh doch nicht so viel aus oder mach das, richte Bienenkästen ein und. Und wir sehen sie heute, wenn Sie heute in manche Golfclubs gehen, da können Sie Honig kaufen, da können Sie Apfelsaft kaufen oder gar Apfelschnaps. Also das Zertifikat wird dann ausgestellt, wenn diese Herren klar festgestellt haben, unsere Auflagen wurden umgesetzt. Pflegemanagement, Sicherheitsmanagement, Gesundheitsschutz, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch das Energiemanagement. Wir schauen nicht nur auf die Blühwiese, wir schauen auch, wie geht denn der mit seinem Maschinenpark um? Läuft da irgendwo Öl aus oder und. Und wir sind ständig dabei, die Clubs auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist zum Beispiel auch unser Thema jetzt am Donnerstag zum Auftakt der Messe. Da haben wir ein Roundtable-Gespräch mit allen Präsidenten und Vorständen unserer Clubs und egal, wo sie herkommen, um sie auf so ein Thema noch sensibler aufmerksam zu machen, dass sie einfach wissen, um was es heutzutage geht. Denn wir haben es erlebt. Während der Trockenperiode haben wir unseren Clubs klar gesagt, die Fairways müssen nicht grün sein, die können auch braun sein. Siehe USA, internationale Turniere. Wichtig sind, dass die Grüns bewässert werden und die Abschläge. Aber alles andere kann in der Trockenheit auch mal zurückgefahren werden und das wurde voll anerkannt. Und wir müssen auch eines sehen, wir hatten ja einen Fall, Schloss Weidenburg, wo der Club kein Wasser mehr aus dem Neckar entnehmen durfte, beziehungsweise auch Tübingen, Gressbach und so weiter. Wir werden damit leben müssen, wenn diese Dürreperioden in der Zeit, wo wir unsere Spiele haben, wieder kommen. Da müssen die Leute Rücksicht nehmen und auch, teilweise auch auf beschädigten Grünspatten. Also wir müssen der Sache Rechnung tragen. Sie hatten ja schon angesprochen, auf der CMT wollen Sie Jugendlichen das Golfen schmackhaft machen. Es gibt ein Roundtable. Was können die Besucherinnen und Besucher noch erwarten und gibt es vielleicht auch Highlights im Rahmenprogramm?
Ja, im Rahmenprogramm, das habe ich kurz angedeutet, werden wir auf jeden Fall alle Besucher animieren, mal so einen Schläger in die Hand zu nehmen. Unser Landestrainer ist hier. Es gibt ja dank Frau Straub auch Abschlagboxen, wo man die Bälle mal, wo man selber mal draufhauen kann. Wir bringen für Erwachsene und für Jugendliche einiges an Aktivitäten und das macht ja die Sache auch mit aus und sicherlich werden wir dann, und das ist ja heute wichtig, wenn du eine Action machst und wenn du einen sportlichen Wettbewerb machst, dann wollen die Leute auch was gewinnen. Und da haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern von Golf in Austria hervorragende Kooperation, wo es dann auch zum Beispiel für das Dreierteam der Damen oder der Herren Übernachtung am Aachensee gibt. Also das sind, was uns wichtig ist, wir werden einen Kids Day machen am Sonntag, wo wir Eltern mit ihren Kindern, Großeltern in die Halle kommen und auch die sollen überall mitmachen. Super, herzlichen Dank für den Einblick. Jetzt ist ja Golf nicht nur ein Bereich am Wochenende, sondern auch Wellness spielt eine Rolle. Herr Spettel, erzählen Sie uns mal, was wir auf der Messe erwarten können im Bereich Wellness. Ja, vielen Dank. Wir präsentieren uns auf der Wellnessmesse tatsächlich mit einem ganz neuen Thema. Freuen uns, dass wir erstmalig mit dem Thema hier präsent sein dürfen. Wir als Kur und Bäder GmbH in Bad Dürkheim befassen wir uns tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten, muss sagen, eigentlich aus der Tradition raus, schon seit über 150 Jahren mit dem Thema Gesundheitsanwendungen, mit dem Thema Wellness. Erstmalig präsentieren wir uns tatsächlich aber mit dem Projekt Biohacking Bad Dürkheim jetzt auf der Messe. Biohacking ist quasi eine Weiterentwicklung unserer bisherigen langjährigen Gesundheitskompetenz und Biohacking ist eigentlich ein Begriff, der ursprünglich in den USA entstanden ist, vor schon mehreren Jahren, Jahrzehnten, in den 1980er Jahren und stand damals eben für die clevere Verbesserung der menschlichen Biologie. Dafür steht er eigentlich heute noch und man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie diese Life-Hacks, die man eben auch kennt, zum Beispiel von YouTube oder von den verschiedenen Influencern ja auch, die eben nützliche Tipps oder letztendliche Lösungen bieten, so für manche Alltagsherausforderungen. Und bei uns stehen eben diese Hacks, also sozusagen diese Verbesserungen, diese cleveren Lösungen eben für das Thema Gesundheit im Mittelpunkt. Und das bilden wir eben mit dem Thema Biohacking ab, also Bio eben, Bio für die menschliche Biologie, für den Körper, aber natürlich auch die mentale Gesundheit und Hacking eben für das Thema, dass man sich, ja, sage ich mal, immer tiefer in den eigenen Körper eindringt, in die eigene Biologie eindringt, auch in die mentale und dann eben versucht, diese zu verstehen und letztendlich dann auch immer wieder zu optimieren und zu verbessern. Letztendlich geht es darum, durch das Thema Biohacking letztendlich ein überdurchschnittliches Niveau, überdurchschnittlichen Level an Gesundheit und letztendlich auch Lebensqualität zu erlangen. Und das basiert quasi auf immer wieder neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also eine, sage ich jetzt mal, Säule, auf der es zum Beispiel auch stark basiert, ist zum Beispiel auch das Thema Kneipp. Also Pfarrer Kneipp hat eigentlich schon vor 200 Jahren diese Themen der, sage ich jetzt mal, Gesundheit umfassend abgedeckt mit dem Thema Balance, mit dem Thema letztendlich auch Wasseranwendungen, mit dem Thema letztendlich aber auch Ernährung, ja, und vor allen Dingen eben auch mentale Gesundheit. Und wir entwickeln das eben in Bad Dürkheim über das Thema Biohacking weiter. So ist es zum Beispiel so, dass Kneipp ja immer schon auch das kalte Wasser als Gesundheitsanwendung eingeführt hatte oder erkannt hatte und wir gehen da eine Stufe weiter und machen jetzt zum Beispiel Eisbaden, ja, nach der Wim Hof Methode. Also ist ein spezielles Thema und letztendlich steht bei uns in Bad Dürkheim das Thema Natural Biohacking im Vordergrund, also letztendlich das Thema Biohacking, ja, Verbesserung der eigenen Gesundheit, der eigenen Lebensqualität auf Basis natürlicher Ressourcen, also indem ich quasi meine eigenen Ressourcen nutze, menschlichen Ressourcen, zum Beispiel durch das Thema der Anwendung spezieller Atemtechniken oder spezieller Meditationstechniken, aber auch
Und das ist das, wo wir auch herkommen als traditionelles Heilbad, als traditioneller Kurort. Letztendlich auch durch den Einsatz von natürlichen Ressourcen, wie zum Beispiel eben unser zertifiziertes Heilklima, unsere Sohle, Heilwasser und letztendlich aber auch unseren Naturwald, den wir haben. Also alles Themen, in denen wir uns dann mit dem Thema Biohacking bewegen und unsere, sage ich jetzt mal, unser Fokus, also Biohacking bietet letztendlich oder bildet letztendlich alle Facetten ab der menschlichen Gesundheit. Wir fokussieren uns in Bad Dürkheim vor allen Dingen eigentlich auf die Themen Atemgesundheit, aber auch tatsächlich Stressbewältigung, Burnout-Prävention, Resilienz. Das sind eigentlich so unsere Kernthemen, mit denen wir uns beim Thema Biohacking in Bad Dürkheim befassen. Und können Sie uns noch kurz erzählen, was konkret die Besucherinnen und Besucher dann auf der CMT im Bereich Wellness erwartet und auf was freuen Sie sich denn am meisten? Ich freue mich tatsächlich auf jetzt die ganzen kommenden Tage. Ich freue mich tatsächlich, dass wir hier Donnerstag bis Sonntag präsent sein dürfen. Wir haben zum Thema Biohacking jeden Tag auch einen Vortrag von Donnerstag bis Sonntag, finden immer um 13 Uhr statt. In erster Linie sind wir da aber tatsächlich mit unserem Stand vertreten, wo man dann auch die verschiedenen Informationen zum Thema Biohacking erhält, was wir tatsächlich auch in Bad Dürkheim vor Ort machen, also was wir da zum Beispiel an Eisbade-Workshops, an Atemsessions und so weiter mit anbieten, aber auch an verschiedenen anderen Themen zum Stressmanagement. Da sind wir hier tatsächlich dann auch breit aufgestellt. Wir freuen uns tatsächlich hier auch einen Einblick geben zu dürfen. Das Thema ist sicherlich nicht jedem ein Begriff und ist teilweise natürlich auch ein Stück weit erklärungsbedürftig und wir sind da aber mit unseren kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten, die Frau Broske hinten als unsere Projektleiterin auch mit dabei und ja, wir informieren da tatsächlich breit über das Thema und letztendlich aber auch über die Vorträge und da freuen wir uns tatsächlich auch sehr stark drauf. Das Schöne ist tatsächlich beim Thema Biohacking auch, es spricht letztendlich Menschen jeden Alters an, muss man sagen. Ja, also alle, die sagen, jawohl, ich möchte mich mit der eigenen Biologie, mit der eigenen Gesundheit befassen, möchte ein möglichst langes, selbstbestimmtes, gesundes Leben führen, entweder für mich selber oder eben auch zum Beispiel, um für die nachkommenden Generationen, Kinder, Enkel und so weiter, möglichst lange gesund und da zu sein. Und letztendlich ist ein wirklich breites Thema und vor allen Dingen ist ein Thema, das auch sehr individuell betrachtet werden kann. Jeder kann für sich auch individuell entdecken, auf was möchte ich mich fokussieren. Ist das Thema Bewegung, ist das Thema tatsächlich, sage ich jetzt mal, Meditation, mentale Gesundheit, ist das Thema Ernährung. Also hier sind die Facetten wirklich sehr vielseitig und hier informieren wir dann auch ausführlich an unserem Stand, genau. Super, herzlichen Dank für die Einblicke. Wir haben es vorhin schon gehört, erstmalig findet auch die Interdive statt, die internationale Tauchmesse. Wir haben dafür eine Expertin hier in der Runde, Monika Richter. Frau Richter, haben Sie selbst einen Bezug zum Tauchen? Tauchen Sie selbst? Ja, hallo erstmal. Wir freuen uns sehr. Für uns ist es die Premiere dieses Jahr auf der CMT. Die Messe Interdive gibt es schon jetzt das 11. Jahr 2023. Aber genau, wie gesagt, die CMT ist eine Premiere. Und zu Ihrer Frage, ja, wir sind selbst passionierte Taucher. Also ich habe vor mehr als 30 Jahren tauchen gelernt und bin immer noch mehrmals im Jahr sehr, sehr gerne unter Wasser unterwegs und ja, eines meiner Leidenschaften, ich sehe sehr, sehr gerne Haie unter Wasser. Also passionierte Taucher, die Messe Interdive wurde praktisch von Tauchern für Taucher geschaffen, für Taucher und natürlich auch ganz, ganz wichtig für solche, die es werden wollen. Also auch Schnorchler, Interessenten, Nicht-Taucher, das ist uns ganz, ganz wichtig. Sie haben es gerade gesagt, das erste Mal auf der CMT, aber die Interdive findet natürlich auch in anderen Städten statt. Welche sind das und wie kam es dazu? Richtig, ja, wie schon gesagt, die Interdive Friedrichshafen, die gibt es Ende September schon lange Jahre und wir haben dieses Mal gesagt, okay, die Taucher sind sehr reiseaffin, sehr sportaffin und wir möchten praktisch nicht, dass die Taucher oder die Interessenten zu uns kommen, sondern wir kommen zu den Tauchern. Das heißt, die Messe gibt es dieses Jahr neben Friedrichshafen und Stuttgart, auch auf der in Hamburg, der Reise- und Freizeitwelten und in Leipzig. Also genau, ja, das heißt, die Leute aus ganz Deutschland müssen keine langen Wege in Kauf nehmen, sondern sie haben die Interdive sozusagen gleich um die Ecke vor der Haustür.
Und jetzt kommen wir noch mal kurz auf die CMT zurück. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der Interdive? Welche Aussteller gibt es? Was gibt es zu sehen? Genau, also wir haben verschiedene Aussteller. Das sind einmal Tauchbasen und Tauchshops und Tauchschulen. Das heißt, Interessenten können sich beraten lassen, wenn sie einen Tauchkurs machen möchten, egal ob am Bodensee oder zum Beispiel in Ägypten, können sie kommen und fragen, wie das denn so abläuft, was man denn machen kann. Natürlich auch die fortgeschrittenen Taucher und die Cracks. Dafür ist auch was dabei. Wir haben einen Veranstalter, der extra aus Österreich angereist ist, der bietet so Spezialreisen an, wie zum Beispiel Tauchen in Spitzbergen, in Papua-Neuguinea, in Grönland. Wir haben das Reisecenter Federsee, der größte Tauchreiseveranstalter in Deutschland, der bietet praktisch Tauchreisen weltweit rund um den Globus, also von Gozo im Mittelmeer über die Malediven, Thailand, Indonesien, also die gesamte Produktpalette. Dann gibt es natürlich noch Ausrüstungsanbieter, also die Leute können vorbeikommen und sich beraten lassen zum Thema Tauchausrüstung, also da gibt es ja verschiedene Sachen, zum Beispiel verschiedene Tauchcomputer, die dann unter Wasser ja alles anzeigen, was man denn so wissen möchte. Und ja, es gibt so verschiedene Anzugsmöglichkeiten, je nachdem, in welcher Wassertemperatur man taucht. Ja, ob man jetzt im kalten Wasser hier in Deutschland unterwegs ist, da gibt es sozusagen Trockentauchanzüge, wo man trocken bleibt und die ganz normalen Neoprenanzüge. Also man kann sich sozusagen rund um das Thema Tauchen beraten lassen. Bei uns ist noch das Besondere oder die Interdive, die Taucher generell sind sehr, sehr sportaffin, deshalb passt es wunderbar zu dem ganzen Konzept in die Halle 9 und wir punkten sehr gerne mit einer familiären Atmosphäre. Also wer zu den Tauchern an den Stand kommt, der kann uns gerne duzen. Also wir sind dafür bekannt, dass wir die Leute sehr, sehr ausführlich beraten. Ich habe schon gesagt, naja, es sind Kollegen angereist von verschiedenen Tauchbasen weltweit, zum Beispiel aus El Hierro, aus dem Oman, aus Ägypten. Und da kann man sich also ganz umfassend informieren. Egal, wenn jetzt schon der zertifizierte Taucher fragt, okay, welchen Fisch kann ich da sehen bei euch? Das ist sehr, sehr wichtig für die Taucher. Was schwimmt zu welcher Jahreszeit im Wasser herum? Also welche sieht man da? Walhaie, sieht man da Mantas? Und natürlich für den Tauchneuling, der kann fragen, okay, Mensch, hier ist das Wasser mir vielleicht ein bisschen zu kalt. Wie ist es bei euch? Wie läuft ein Tauchkurs denn so ab? Super, herzlichen Dank. Wir haben am Samstag auch noch ein weiteres Highlight auf der CMT, die Thermik. Herr Heffner, in den vergangenen Jahren hat der Outdoor-Sport auch wegen der Pandemie einen Boom erlebt. Wie ist es Ihrer Branche ergangen und haben Sie vielleicht auch Zahlen für uns dabei? Ja, also herzlich willkommen. Ein paar Zahlen haben wir. Wir haben ähnlich wie im Golfsport auch einen leichten Boom erlebt. Natürlich war am Anfang für uns auch pandemiemäßig alles geschlossen, durften wir auch nicht raus. Ja, Anfang 2000 ging es dann langsam mit den Lockerungen los und dann war es natürlich für uns interessant, wieder an den Berg oder in die Luft zu gehen. Da hatten wir natürlich dann auch einen regen Zuspruch und in den Flugschulen, dass viele Leute mit dem Fliegen begonnen haben, weil sie durften ja nicht ins Ausland Urlaub verbringen, war dann inland sehr gefragt oder in der näheren Region. Haben dann viele Flugunterricht genommen und mal getestet, wie das Fliegen so vor sich geht. Wer es mal erleben möchte, der muss natürlich erst mal testen, ob das auch was für ihn ist überhaupt. Und dann haben wir einen leichten Zuwachs gehabt, der circa 1%, was bei Ihnen jetzt vielleicht normal ist, aber bei uns eigentlich eher so auf dem Niveau immer gleich bleibt. Dann haben wir 1-2% ging es hoch, hat sich auch gehalten und jetzt wieder etwas nivelliert. Wir haben so circa 40.000 Mitglieder beim DHV, also Deutsche Hängegleiterverband. Das sind 95% der Piloten eigentlich versichert und registriert. Und ansonsten haben wir ja ca. 100 Flugschulen, die ca. 2000 Schüler jährlich ausbilden.
Das sind natürlich jetzt nicht 2000, die dazukommen, dann gehen wieder 1500 weg oder wie das ist immer schwierig zu sagen, weil es Flieger halt ja, mal auch ein bisschen aussetzen oder auch nur Freizeitflieger sind, nicht nur die stressmäßigen, die immer in den Bergen oder in der Luft sein müssen. Was macht die Faszination aus, mit dem Gleitschirm durch die Luft zu schweben? Vielleicht können Sie uns das mal kurz beschreiben. Viele kennen diese Faszination aus eigener Erfahrung wahrscheinlich nicht. Ja, ist auch ganz schwer zu beschreiben. Ich denke mal, da müsste sich jeder mal selber ein bisschen in die Luft, aber es ist ja der Urtraum vom Menschen zu fliegen. Und wenn man in der Luft war, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Ja. Es ist ähnlich wie beim Tauchen wahrscheinlich, so die Schwerelosigkeit unter Wasser, man hat die Schwerelosigkeit in der Luft. Manche erleben es vielleicht beim Aufzugfahren, irgendwann erlebt man nicht mehr, ob es hoch oder runter geht, hat den leichten, das Steigen, das Fallen. Und wenn Sie am Berg stehen und gehen dann raus und sind da frei wie der Vogel oder fliegen zum Teil auch mit den Vögeln, wenn die dazukommen, ja, eigentlich unbeschreiblich. Da kann ich eigentlich nur empfehlen, mal einen Schnupperkurs zu machen. Das bieten ja alle Flugschulen an. Also es wird niemand sofort verpflichtet, einen Kurs zu machen, weil es sollte ja jeder erstmal selber entscheiden, ist das was für mich oder ist besser nichts. Und dann geht man einen leichten Übungshang, läuft an und geht mal die ersten Meter in die Luft und dann kann man sich langsam höher tasten und dann gibt es dann natürlich auch abgestaffelte Lizenzen, wer wo wann wie fliegen darf, bis zum Freifliegen, wo man dann überall fliegen darf. Interessierte können sich ja auch auf der Thermik darüber informieren. Was genau präsentieren Sie? Also wir haben namhafte Hersteller, Flugschulen, Fluggebiete, alles vor Ort. Es ist eigentlich auch, sagen wir so, wir sind jetzt dieses Jahr, haben wir jetzt nochmal nachgerechnet, zum 25. Mal mit der Messe am Start, haben uns ja über Böblingen, Sindelfingen nach Stuttgart hochgearbeitet und haben da eigentlich immer eine Szene, das wird der Herr Vaikano bestätigen können, da unsere Messe ist immer so ein bisschen, das Klientel, die sind um 10 da und die gehen um 6 wieder aus der Halle. Daher spielt unser Programm eigentlich auch einen ganz wichtigen Aspekt von der Messe. Die Besucher kommen, richten ihren Besuch nach den Highlights. Wir haben dieses Jahr von den X-Alps den 3. Sieger gewinnen können, dass er noch Vorträge macht. Also bekannte Piloten, Szene von den Herstellern, die namhafte G-Nova, Skywalk Advanced, wird Ihnen jetzt nicht so viel sagen wahrscheinlich. Die sind da mit den Herstellern, mit den Konstrukteuren, da können auch die Flieger mal direkt vor Ort mit den Herstellern reden und können dort auch sagen, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Das ist auch wieder für die Hersteller ganz interessant, dann diese Inspiration aufzunehmen. Gurtzeughersteller natürlich, da kann man dann auch testen, welches Gurtzeug ist für mich gut, für welche Lage, für welche Situation, möchte ich Strecken fliegen, möchte ich Akrobatik fliegen. Also da gibt es ja alle Möglichkeiten im Flugsport, was man sich dann dafür begeistern kann. Auch Gerätehersteller, Variometer, technische Varianten, was man noch dazu braucht zum Fliegen oder nutzen kann. Wie gesagt, da haben wir alles Mögliche. Auch der DHV, also der Hängegleiterverband, gibt Seminare dazu. Es gibt ein Flugschulleitertreffen, auch wieder eine Weiterbildung wird noch vorhanden oder wird stattfinden. Und wie gesagt, vom sicheren Streckenfliegen, Aktivfliegen, Seilwinden, auch ganz neu, wo jetzt auf den Markt kommt, dass wir auch hier im Flachland starten können. Also Seilwinden kennen wir ja von den Segelflieger, wie die hochgezogen werden. Das machen wir im Gleitschirmbereich jetzt auch. Und da gibt es jetzt auch Automatikwinden, die man selber dann bedienen kann, ohne einen zweiten Mann zu haben, mit und alles Mögliche, was man da eigentlich dazu braucht. Also wie gesagt, da am besten vorbeikommen, sehr, sehr vielfältig. Super, herzlichen Dank. Ich denke, wir haben jetzt in jedem Bereich einen guten Einblick bekommen. Gibt es noch Fragen? Ja, gerne. Der Herr Leitfritz hat vorhin angesprochen, dass man beim Golf auch gerne junge Leute begeistern kann. Wann ist denn so das Einstiegsalter möglich für den Gleitschirm? Also ab 16 betreut und ab 18 dann frei. Also jünger sollten sie nicht sein. Es gibt auch, wo man, aber das ist halt, da darf man auf jeden Fall noch nicht selbstständig fliegen. Dann im Tandemflug natürlich ja, da darf man mit, aber dann im Flugsport gibt es natürlich klare Richtlinien, die man da einhalten muss. Also, und haben Sie den Flugplatzierten von den X-Alps jetzt gerade im Kopf? Ja, das ist Simon Oberauer. Ist das ein Deutscher? Das ist ein Österreicher.
Oberrauner, Simon Oberrauner. Das ist ja von Salzburg nach Monaco, oder? Genau, nach Monaco ging es die ganze Zeit, jetzt gehen es nach Zell am See wieder zurück. Das hat man ein bisschen gewandelt, dass man so einen leichten Turn drin hat. Das sind 1200 und irgendwas Kilometer, 12 Tage, ausgewählte Piloten, also man kann nicht einfach da mitmachen, muss man sich ja qualifizieren. Und wer das Spektakel mal verfolgen will, der kann, wenn es stattfindet, kann man Live-Tracking, kann man es verfolgen am Rechner, auch während der Arbeit, funktioniert sehr gut. Da kann man dann immer wieder sehen, wo die sind, wann die unterwegs sind, was die machen, wie sie liegen und hochspannend. Start in Salzburg und dann gibt es immer so Wendepunkte, die anfliegen müssen, es gibt also Ziele und das Ziel selber stand Zell am See diesmal. Dann hätte ich noch an den Herrn Leitfritz eine Frage. Jetzt ist Golf ein Sport, der sich jetzt nicht nochmal neu erfinden kann. Also es gibt ja in vielen Sportarten immer welche Neuerungen und neue Regeln, um es interessanter zu machen oder was auch immer. Aber gibt es trotzdem vielleicht irgendwelche Trends, was jetzt das Material angeht? Gibt es da irgendwelche Neuheiten oder daran, dass es auch vielleicht auf der Messe präsentiert wird? Ja, es gibt natürlich jedes Jahr, wollen die Schlägerhersteller, wir haben ja etwa 10, 12 weltweit bekannte Schlägerhersteller, die bringen natürlich jedes Jahr neue Materialien raus. Allerdings, das ist schade, diese Messe findet in Orlando nach der CMT erst statt. Deshalb haben wir die Neuheiten noch nicht hier. Aber generell kann man sagen, es hat sich alles unwahrscheinlich verändert. Die Schlägerschäfte sind aus Carbon oder aus einem Material. Heute schlagen die guten Leute, wir haben also den deutschen Meister, der schlägt fast 400, die Kugel fast 400 Meter weit. Aber das ist jetzt kein Golfer, der bei uns reinpasst. Unsere, das muss ich vielleicht dazu sagen, wenn ich das nicht erwähnt habe, wir haben etwa 75.000 Golferinnen und Golfer in Baden-Württemberg. 75.000. Davon, das Interessante, 50% Herren, 40% Damen und 10% Jugendliche. Wir sind also der drittgrößte Golfverband. Und wir liefern jedes Jahr eigentlich mit die Besten an deutschen Golfverband ab. Also unsere Amateursportler sind deutschlandweit ziemlich weit vorne. Wir haben gerade im Moment die Helen Briem aus Stuttgart. Das Mädel ist 16 Jahre alt oder wird jetzt 17 und schlägt die Kugel 250, 280 Meter Carry. Das heißt, da brauche ich 2 Schläge dazu. Ja. Ja, das hängt mit dem Material zusammen. Die Bälle haben natürlich inzwischen auch einen Golfball. Ein sehr guter Golfball kostet heute zwischen um die 5 bis 6 Euro. Ja. Und da wurde natürlich auch dran gearbeitet, dass die noch weiter fliegen. Und dazu kommt, dass wir gerade auch bei unseren Jugendlichen, wir haben in ganz Baden-Württemberg 12 Trainingsstandorte für Talente. Von Freiburg bis rauf nach St. Leon-Roth, das ist ja unser Olympia-Leistungsstützpunkt, St. Leon-Roth. Und da wird sehr stark an Krafttraining gearbeitet, also die nicht nur Schwung, sondern natürlich auch Kondition und Kraft. Weil wenn die Meisterschaften spielen, so ein 14-, 16-jähriges Mädel, dann muss die am Tag 2x18 Loch laufen. Da liegt ein Fußballer wahrscheinlich schon flach. Da läuft die 4 Stunden voll konzentriert und das 2-mal am Tag im Finale. Also ich will damit nur sagen, das ist auch Hochleistungssport bei unserer Jugend. Und bei der Gelegenheit sagt man natürlich, bevor du auf den Platz hinausgehst, musst du auch ein bisschen sehen, was die Landschaft, der Golfplatz bietet, nebenher bietet. Die müssen also auch die Umwelt
und Biodiversitätsgeschichten kriegen die auch mitgeteilt in ihren Trainingslagern. Und wir sind dabei, also wenn Sie heute, ich sage immer, die Eltern haben das Problem, wenn sie einen Spitzensportler haben, egal wo, Ski oder Tennis oder wo, die sind jedes Wochenende praktisch unterwegs. Aber sie tragen das mit und wir tragen es mit. Gibt es bei Reisezielen, also wo man Golfreisen machen kann, irgendwelche spannenden Anbieter? Ja, wir haben unser Hauptpartner auch für unsere Stützpunkt- oder Kaderreisen ist Belek, also Antalya, Türkei. Über viele Jahre machen wir mit denen eine Kooperation und da sind unsere Kids bestens sicherheitsmäßig und insgesamt auch gut aufgehoben. Da gibt es diese Gloria Sports Arena, wo heute aus ganz Europa Leichtathleten, Jonas, Google und so weiter, die trainieren alle da. Und nebenher natürlich auch Golf. Und da kann ich sagen, A, vom Preis her, B, von der Qualität her, absolut top. Natürlich waren wir auch in Italien, in Portugal, in Spanien, aber dort haben wir die Destination gefunden, die uns am meisten hilft und die sind auch hier auf der Messe, unterstützen uns. Und jetzt für die klassische Freizeitgolfer, also ja. Ja, wir haben neue Destinationen diesmal dabei? Es sind natürlich, also Griechenland ist ja jetzt ein ganz bekanntes Ressort und ja, es ist natürlich Dubai und so weiter, aber wir in Baden-Württemberg schauen, dass unsere Clubs unseren Golfern eine gute Breitensportmöglichkeit bieten. Also wir haben insgesamt 800 Mannschaften von jung bis alt spielen bei uns in Baden-Württemberg. Und zwar von Mai bis in September rein. Also in irgendwelchen Ligen? Oder? Ja, es gibt die Liga vom Deutschen Golfverband, da muss man schon etwas besser sein, und dann die Baden-Württemberg-Ligen. Und wir werden, die Leute sind dann praktisch jedes Wochenende unterwegs. Zum Großteil zahlen sie alles selber, weil die Clubs nicht, es sei denn, sie spielen Bundesliga wie Stuttgart oder St. Leon Roth, aber die breite Masse unserer Aktiven zahlt alles selbst. Ne? Übernachtungen und so weiter und kriegen nur leichte Unterstützung. Was wir immer wieder auch der Politik beibringen wollen, dass wir natürlich Jugend, Sport und Talentförderung betreiben, wie Fußball, wie Leichtathletik, wie Skifahren und alles. Aber wir haben andere Voraussetzungen. Wir müssen die Golfplätze pflegen. Und das heißt, der Durchschnittsmitgliedsbeitrag in Baden-Württemberg liegt etwa bei 1.500 € im Jahr. Aber wenn Sie gemeinnützig sind als Club, dann dürfen Sie höchstens 1.034 € verlangen. Und das ist das Problem. Damit kann man keinen Golfplatz betreiben. Ne? Die Kosten eine 18-Loch-Anlage, die nach heutigem Standard zu pflegen, mit allen Düngevorschriften und. Du darfst ja heute nicht mehr viel düngen und machen und tun, liegen etwa bei 350.000 bis 450.000 € für 18-Loch-Anlage. Und das müssen die Mitglieder bezahlen. Genauso zahlen sie natürlich mit ihrem Beitrag unsere Jugendarbeit. Ja. Gibt es weitere Fragen? Frau Richter,
Es ist schön, dass man Tauchen bei der Messe ins Programm genommen hat. Sie haben vorhin 2 Orte genannt, Bodensee und Ägypten. Gibt es weitere Länder? Ja, man kann praktisch auf der ganzen Welt tauchen. Also es gibt natürlich den Oman, die Malediven, Thailand, Indonesien, Philippinen, Australien. Also es gibt auch exotische Ziele, zum Beispiel die Galapagos-Inseln oder die Kokosinsel vor Costa Rica. Die ist zum Beispiel sehr bekannt für große Hammerhai-Schulen. Es gibt natürlich so ein bisschen unterschiedliche Ziele weltweit für das, was der Taucher gerne sehen möchte. Ja, es gibt zum Beispiel Malediven, da gibt es sehr viele Putzerstationen der Mantas oder generell sehr, sehr viele große Fische. Dann gibt es natürlich auch vor der Haustür im Mittelmeer gibt es ganz, ganz tolle Tauchplätze mit wahnsinnig schönen Felsformationen. Also so der Taucher an sich ist sehr, sehr reiseaffin. Das heißt, der reist gerne mal rund um die Welt, auch so an ganz entlegene Orte, wie zum Beispiel die Molukken in Indonesien, wo man dann mehrere Inlandsflüge auch braucht, um hinzukommen, aber man kann praktisch ja tatsächlich auf der ganzen Welt tauchen. Und wichtig, wenn ich das vielleicht noch mal erwähnen darf, man kann auch sehr, sehr früh anfangen zu tauchen. Also man kann schon mit 8 Jahren kann man Schnuppertauchen ausprobieren, in ganz, ganz flachem Wasser, wirklich nur ein bisschen tiefer als 1 Meter, aber man kann tauchen lernen schon. Ab 10 Jahren kann man schon einen Tauchkurs machen. Man ist da ein bisschen limitiert wegen der Tiefe in den ganz jungen Jahren, und ja, gleichzeitig ist der Sport natürlich auch bis ins hohe Alter auszuüben. Ja, also wir haben auch 85-Jährige, die mit uns auf Reisen gehen und nach Indonesien fliegen und da tauchen gehen. Ja, ich bin nicht Taucher, Schnorcheln, aber ich möchte mich hineinsteigern natürlich. Und gibt es auch gute Korallenriffe, zum Beispiel, so Ihnen bekannt ist? Also wenn Sie einsteigen möchten, man kann das natürlich wie bei den Fliegern auch mal ausprobieren. Ja, man muss jetzt nicht gleich einen kompletten Tauchkurs buchen, sondern man kann einen sogenannten Schnuppertauchgang machen. Da geht man in Begleitung von einem Tauchlehrer ins Wasser und kann erstmal vorfühlen, wie sich das so anfühlt mit dem Atemgerät, mit der Flasche auf dem Rücken, wie man sich so fühlt unter Wasser. Und ja, normalerweise ist man dann sehr, sehr begeistert, sobald man das mal ausprobiert hat. Wenn Sie sagen, schöne Korallen, gibt es natürlich hier zum Beispiel nur 4 Flugstunden entfernt von Deutschland Ägypten. Ägypten ist die Besonderheit, die haben Saumriffe, das heißt Riffe direkt sozusagen vor dem Strand oder vor den Hotelanlagen. Da kann man normalerweise direkt vom Strand über einen Steg reingehen und schnorcheln in verschiedene Richtungen, und da sieht man also alles, die gesamte Palette des Roten Meeres, sehr, sehr farbenfrohe Korallen, ganz, ganz toll. Also das wäre jetzt so das Ziel, so, wo man auch mal gerne eine Woche hinfliegen kann für Schnorchler und für natürlich Taucher, die wunderschöne Korallen sehen möchten. Es gibt dann natürlich auch das, wenn man sagt, man möchte weiter weg, irgendwie das Great Barrier Reef in Australien, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten auf der ganzen Welt Schnorcheln auszuüben. Es ist ja auch so, viele Taucher, es taucht nicht immer unbedingt die ganze Familie. Ja. Es kann sein, dass irgendwie ein Ehepartner nur taucht und der nimmt dann aber die Familie mit und die geht dann mit aufs Tauchboot und geht schnorcheln oder geht mit ans Riff und geht schnorcheln. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und Destinationen, die sich da anbieten. Ja, eine kurze Frage, wir müssen uns aber ein bisschen beeilen. Kurz nachfragen, für einen Tauchschein brauche ich ein ärztliches Attest.
für ein Schnuppertauchen brauche ich überhaupt keine medizinische Voruntersuchung und das bei jedem Alter? Also ich meine auch in jungen Jahren? Ja, also, ja, nicht das ganz. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, ich will es mal so formulieren. Nicht ganz. Also Sie müssen einen medizinischen Fragebogen ausfüllen. Ja, da gibt es knapp 2 Seiten Fragebogen. Wenn Sie da eine dieser Fragen mit Ja ankreuzen, dann brauchen Sie ein ärztliches Attest. Generell empfehlen wir für einen Tauchkurs natürlich vorher ein Check-up. Beim Schnuppertauchen ist es so, dass das in geringer Tiefe stattfindet. Also das ist Schnorcheltiefe, ja für Kinder, wenn Sie jetzt sagen 8 Jahre, das ist 1 Meter ungefähr. Ja, einfach, dass die sehen, wie sich es anfühlt. Und dann so ab 10, 12, das ist so, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, so 3 Meter, also wo man auch normal abtauchen kann. Ja, aber es ist natürlich ein völlig anderes Gefühl, wenn Sie sozusagen nicht oben drüber schwimmen, sondern mittendrin sind. Und das ist so das zum Ausprobieren. Also medizinische Einschränkungen, es ist sehr einfach, der Sport, es ist auch sicher, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie jeder völlig kompromisslos da ins Wasser gelassen wird. Darf ich noch eine Frage nachziehen? Der Punkt ist, wir haben ja vom Herrn Leibniz gehört, dass der Golfverband einige Aktivitäten macht in Bezug Naturschutz, Nachhaltigkeit und so weiter. Wie sieht es da bei den Tauchern aus? Ja, die provokative Frage wäre, wie tief muss ich tauchen, dass ich nicht in Plastik schwimme? Den Tauchern generell oder uns als Taucher, uns liegt das Meer und die Bewohner sehr, sehr am Herzen. Ja, und ich denke auch, es gibt da verschiedene Alternativen, die schauen, dass sie sowohl ich nehme mal ein Beispiel, wir haben als Extra-Divers, wir haben Ressorts in Indonesien und da wird mit der lokalen Bevölkerung zusammengearbeitet. Also das fängt an, dass wir Leute aus lokalen Dörfern einstellen, die entsprechend schulen zum Thema Fischfang, dass zum Beispiel jetzt kein Dynamit ins Wasser geschmissen wird, dass es da auch andere Methoden gibt, dass man nicht die größten Fische rauszieht, weil gerade die großen Fische, die Haie und die Mantas, das ist das, was so der Taucher sehen möchte. Und ich glaube, da hat es in den vergangenen Jahren auch ein großes Umdenken gegeben, weil die Leute festgestellt haben, dass sich durch diesen Tauchtourismus, die Leute, okay, ich möchte bestimmte Haie sehen oder bestimmte Mantas, dass die Leute merken, gerade die lokalen Fischer, okay, für uns ist es langfristig sinnvoller, diesen Fisch nicht zu fangen, weil dann über mehrere Jahre die Taucher kommen und sich den Walhai anschauen. Und wenn ich den einmal rausfange, diesen Walhai, dann ist der weg. Aber so habe ich praktisch jedes Jahr die Tauchtouristen, die ich mit meinen Booten rausfahren kann, denen ich Souvenirs verkaufe. Also das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Natürlich ist Plastikmüll überall ein Problem, ganz klar, aber es gibt da etliche Alternativen, die Plastik raussammeln. Die Tauchbasis oder die normale Tauchbasis rund um die Welt, die macht auch verschiedene Kurse zum Thema Umweltschutz, werden angeboten. Die machen regelmäßig Clean-ups, sowohl an den Stränden als auch unter Wasser, gratis mit ihren Gästen. Also das gibt es mehrmals im Jahr, dass dann die Gäste sozusagen an 1, 2 Tauchgänge wirklich eine ganze Gruppe unter Wasser geht und dann da den Müll oder Angelschnüre sind auch ein großes Problem, dass wir das dann aufsammeln sozusagen und aus dem Wasser holen. Und ja, das ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und uns sehr am Herzen liegt, weil wir wollen natürlich die Meere und die Bewohner langfristig erhalten und auch langfristig bewundern. Super. Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil gleich eine nächste Veranstaltung hier stattfindet, aber ich denke, die Dame steht Ihnen sicherlich gleich noch für Fragen bereit, genauso wie die Herren. Deshalb vielen Dank für die Aufmerksamkeit, danke, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal.